Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. So, guten Morgen zusammen. Wir machen mal wieder eine Neunerlegung. Ich will schauen, was sich zeigt für uns. Das Außen. Die Verstrickungen von außen. Und die Veränderungen. Das ist so die Reihe der Vergangenheit, wo man schon sehen kann, dass uns das Außen Umstände geliefert hat, die uns aus Situationen, wo wir sehr viele Umwege gefahren sind, in eine Veränderung gebracht hat, wohl oder übel. Ne? Möglicherweise hat es auch was mit uns gemacht. Wie zeigen wir uns? Was geben wir von uns nach außen? Wo halten wir was zurück? Kann natürlich auch eine Veränderung sein mit der Vergangenheit oder mit Personen aus der Vergangenheit und mit Häutungsprozessen. Wir haben die Sterne im Hier und Jetzt. Es ist eine sehr gute Energie, die auch Wunscherfüllung und Glück mitbringt, Klarheit und neues Wissen. Es kann ja sein, dass wir sehr viele Erfahrungen haben, die wir im Moment brauchen, um Dinge umzusetzen, die uns wichtig sind. Ich sehe aber auch, dass es so ein bisschen mit Stress verbunden ist. Wir können das Außen nicht verändern, wir können die Umstände von außen nicht verändern. Wir führen vielleicht Gespräche oder halten etwas zurück, um nicht genervt oder gestresst zu sein. An sich ist es so, wir haben die Blumen hier gekriegt, das ist immer eine Energie, die bringt etwas Gutes mit, ein Geschenk, eine Überraschung hier in diesem Fall. Etwas ist so, wie man es sich wünscht. Wow. Wir haben einen Prozess, der erstens unsere Seele aufblühen lässt, der uns irgendwo einen Gang runterschalten lässt. Wir verhalten uns ganz anders als vorher. Wir haben uns geklärt, wir haben uns gehäutet. Klar, wir haben das Außen dabei und dass wir auch nicht so richtig wissen, wo gehen wir mit den Finanzen hin. Aber hier sieht man durchaus eine gute Bewegung. Das kann jetzt jemand sein, der aus der Vergangenheit irgendetwas mitbringt, ein Ausgleich, eine Überraschung auch am finanziellen Bereich oder eine Situation, wo man auch guckt, was bringt das Außen mit für die Finanzen und wo kann ich selbst etwas tun. Hier sind die Wege. Das ist jetzt hier sehr schön. Hier sind Entscheidungen, die haben auch viel mit dem Beruf zu tun und mit Stagnationen im Beruf, den Finanzen, den Erfahrungen, die wir haben. Und für viele ist hier auch auf die längere Zeit ein neuer Weg zu sehen. Eine Entscheidung, die viele Lebensbereiche mit involviert. Und irgendwo ist es auch etwas, wo man sich neue Türen öffnet, wo man einen Erfolg einfährt. Das kann jetzt hier eine Kleinigkeit sein oder mehrere kleine Neubeginne an sich. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass die Post hier gute Nachrichten bringt, die so ein bisschen Beruhigung und Stabilität reinbringt. Es kann eine Nachricht sein, die einem seelisch sehr gut tut. Es kann aber auch eine Nachricht sein aus dem Beruf, dem Bereich Vitalität oder aber auch, wie nennt sich das? Überraschend, ne? Mit etwas, was man nicht gerechnet hat, was so irgendwo auch aufatmen lässt. Was wir auch hier haben, ist, dass man vielleicht wieder sich öffnet für Gesellschaft, dass man Gespräche führt, die bereichernd sind. Und es ist ein Prozess, der sehr viel Verfeinerung mitbringt in die Dinge.
Wir haben das Element Luft dabei, da geht es an sich um den Intellekt, es geht um Kommunikation, es geht um etwas, was uns auch intellektuell bereichert. Wir haben die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann und unterm Deck haben wir noch die Positivität, auch Element Luft. Möglicherweise klären wir uns auch hier so im Bereich unserer Gedanken, die begrenzt waren. Wir können über den Tellerrand rausgucken und Positivität ist hier sehr wichtig. Okay. Wir haben die Intuition und die Stille mit der Gottesanbeterin. Da geht man sehr viel in sich, man verbindet sich nach oben. Die Seele ist hier auch wieder so mehr im Gleichgewicht. Hier wird sie die Meisterin der leeren Hand genannt. Und die kommt, wenn man so gewisse Lebenskämpfe führt und zeigt auf, wo man die eigenen Fähigkeiten richtig einsetzen kann. Das ist so eine Verfeinerung von dem, was man in die Wiege gelegt bekommen hat. Man ist aufgefordert, für sich einzustehen, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, in der Innenschau auch zu erkennen, was ist richtig, was ist falsch. Die Achtsamkeit, die Zwiesprache nach oben und dieses Gefühl, das Leben bringt mir alles, was ich brauche, ich kann im Frieden bleiben. Das ist echt eine schöne Legung. Es wird auch oft so gesagt, ne? Und wenn ihr nach hinten blickt, ist es oft auch so, dass viele Sorgen, die man sich gemacht hat, eben nicht eingetreten sind. Hier kommt sie nochmal, die Verbindung nach oben. Das doppelt sich hier in gewisser Weise, ne? Es geht ja auch ein bisschen um das Bewerten oder das Werten von Situationen. Vieles kann man erst im Nachhinein erkennen oder verstehen. Hier ist ja die Lektion, die vielleicht im Hier und Jetzt noch Schwierigkeiten macht, aber trotzdem auch Wunscherfüllung mitbringt. Und unterm Deck haben wir die Kursänderung. Hier darf man im Hier und Jetzt studieren und sich fragen, bin ich da, wo ich sein wollte? Mache ich nur aus Gewohnheit weiter? Wie viel Einfluss hat das Außen oder meine DNA auf meine Geschichte? Und im Prinzip kann man sich fragen, ob man weitermacht und sich mit belastet oder gestresst fühlt oder ob man mal sich öffnet und an einen anderen Weg, hier liegen die Wege, ne, versucht zu gehen. Das fordert immer auch ein bisschen Mut mit, weil wir uns in den bekannten Gefilden ja auch besser auskennen, nennen wir es so. Das Vögelchen noch und dann lassen wir es so stehen. Wir haben den Papagei. Ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mit Menschen auszutauschen. Man sieht das hier. Sei kreativ, denn du hast künstlerische Talente. Also das Verfeinern von den Gaben, die wir sowieso schon haben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.